Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Heute schauen wir uns gemeinsam die aktuellen Fortschritte von Das Boot an und wie schon im letzten Teil, da zeige ich euch, was gemacht wurde und erkläre da meine Vorgehensweise. Also bis gleich! Freude herrscht, denn der Rumpf ist schon mal fertig montiert, was jetzt aber nicht bedeutet, dass ich nicht nur mal dran muss. Erster Auftrag von der Grundierung, der wird nämlich zeigen, wo ich noch spachteln oder schleifen muss. Aber so weit ist es ja zum Glück noch nicht. Daher schauen wir uns einmal an, was ich jetzt da noch getan habe. Im letzten Teil, da haben wir uns die erste Rumpfhälfte genauer angeschaut. Ja, und die zweite, die hat jetzt auch schon ihr Beauty Treatment bekommen. Und wie man da sieht, ist jetzt auch das Deck schon an seinem Platz. Beim Einkleben vom Deck, da ist mir aber aufgefallen oder ich bemerkt, dass ich da einen ziemlichen Spalt reinbekommen habe. Der liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich beim Originalteil, also auf dem das Ätzteile-Ding drauf sitzt, einfach zu viel Material abgetragen habe. Wie schon im letzten Teil erwähnt, da muss man ja für die Nutzung von dem Ätzteile-Deck das Kunststoffteil ziemlich malträtieren. Ja genau, und der Seitenabschluss, also der Übergang zwischen Ätzteil und Rumpf da habe ich auch ziemliche Spalten gehabt. Das war also nicht so wie gewünscht, aber da habe ich mit der Spachtelmasse von Mr. Hoppy und dem Lacquerfinner von Tamiya relativ zügig dahin arbeiten können. Wie habe ich das gemacht? Ganz einfach. Ich nehme dazu die Spachtelmasse, trage die mit diesem Feinwerkzeug auf, lasse sie ganz kurz anziehen und wische dann noch mit einem Wattestäbchen, das ich in der Zwischenzeit im Verdünner gebadet habe, einfach mal drüber. Ja, dann kann man das schön abziehen. Die Technik dazu, die erkläre ich in einem separaten Video genauer. Wer das Video noch nicht kennt, der findet es in der Videobeschreibung. Tja, und bis auf ein paar Kleinigkeiten da auf dem Deck und da auch beim Anker, der wird nämlich auch noch mit Ätzteile verbessert, da ist der Rumpf jetzt eigentlich soweit fertig. Und wird aber mal beiseite gelegt. Denn der nächste Bausatz im Bausatz, ja, mit dem habe ich schon angefangen, nämlich den Turm. Ja, der ist da zwar noch in seine Einzelteile zerlegt, aber die sind schon mit Ätzteile aufgewertet worden. So sieht man da ganz gut also ich hoffe, man sieht es ist ja sehr klein, man sieht es an meine Finger, ob man da eine Riffelblechstruktur oder generell da eine Blechstruktur mit die Ätzteile. Das Originalteil übrigens, das ich jetzt nicht mehr zeigen kann, das ist komplett glatt, also da ist gar nichts dran. Außerdem habe ich an beiden Turmhälften die Andeutungen der Geländer und der Stiegen komplett entfernt. Das ja, hat nicht so gut ausgeschaut, weil da kommen nämlich auch Ätzteile zum Einsatz. Ich habe da schon mal angefangen damit, ja, da schon eins anzubringen, ist aber noch nicht ganz fertig. Die sind zwar ein bisschen eindimensional, ja, aber das schaut um Welten besser aus wie dieser Plastikwulst, der da noch angegossen war. Also das ist einfach nur so ein Wulst, der da so entlang gelaufen ist. Also überhaupt kein Abstand oder nicht so wie da, dass man da einen Zwischenraum hat. Ja. Entfernt habe ich das Ganze einfach mit dem Seitenschneider grob weggezwickt und dann mit einer Klinge habe ich das Ganze geglättet. Wenn ihr das auch so machen wollt, passt auf die Nieten auf. Die sind nämlich sehr, sehr fein und sehr, sehr gut gearbeitet. Und da muss man einfach aufpassen, dass man die nicht zerstört. Tja, und weil es gerade so lustig ist, mit Ätzteile zu arbeiten, Ironie aus, da habe ich das ganze Periskop neu aufgebaut. Das Originalteil, im Vergleich dazu, das schaut so aus. Da ist einfach nur diese Kappe oben abgeschnitten, wenn man die da wieder anbauen hat müssen. Ja. Und so schaut dieses Ätzteile-Monster momentan aus. Und ihr könnt mir glauben, das war kein Zuckerschlecken. Viel Fingerspitzengefühl, eine ruhige Hand und Konzentration sind bei sowas absolute Pflicht. Und wenn man das jetzt dann noch länger betrachten würde und genauer hinschauen würde, dann
ja, würde man merken, dass es auch nicht so schön und so gerade worden ist. Aber hey, sagen wir einfach einmal, das Boot hat schon ein bisschen was abkönnen müssen. Jo, und das war es aber auch schon wieder mit dem momentanen Stand der Dinge. Jetzt heißt es einmal, diesen Turm da fertig kriegen, bevor ich mich dann der Bewaffnung widmen kann. Details dazu gibt es ja natürlich im nächsten Teil. Für Fragen, Anmerkungen und Hilfestellungen eurerseits, da gibt es die Kommentarfunktion, und wer den letzten Teil noch nicht gesehen hat, ja, der kann das jetzt nachholen. Und bis zur nächsten Folge, da wünsche ich wie immer eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.